Hallo Leute und schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein Rakelbild gemalt. Es ist so ähnlich wie beim letzten Mal. Ich trage als erstes ein Cadmiumgelb auf die Leinwand auf. Dann habe ich hier so ein Acrylmedium, was ich einfach ein bisschen dazu gieße, damit die Textur ein bisschen geschmeidiger ist und es nicht so schnell trocknet. Und weil ich so einen leichten Ockerton am Ende haben möchte, habe ich hier noch dieses Burnt Umber, ein gebranntes Umbra, was ich dazu gebe. Und das verteile ich jetzt alles mit einem etwas breiteren Pinsel auf der Leinwand. Das ist übrigens eine Leinwand in der Größe 50 x 70. Hier habe ich auch noch ein bisschen von dem Magenta dazu gegeben, damit der Farbton nicht ganz so gelblich aussieht. Die Farben, die ich verwendet habe, findet ihr übrigens alle auch wie immer in der Infobox verlinkt. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal in meinen Shop schauen. Ich verkaufe meine Kunstwerke dort. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Der Link ist ebenso in der Infobox. Mir hilft es natürlich auch immer, wenn ihr meine Videos bis zum Ende schaut und wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Insofern vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Nachdem ich alles halbwegs gleichmäßig aufgetragen habe, werde ich das Bild erstmal trocken föhnen, damit ich gleich mit der nächsten Schicht weitermachen kann. Ich mische mir zwei der Farben erstmal selber zusammen. Dafür verwende ich dieses Acrylmedium als Basis, damit es nicht so schnell eintrocknet. Und dann mache ich mir hier erstmal einen Sandton aus Cadmiumgelb, gebranntem Umbra und einem Titanweiß. Ich habe diese Farbmischung übrigens auch beim letzten Bild schon verwendet. Also ich habe das jetzt nicht zweimal angemischt, sondern quasi einmal für zwei Bilder. Deswegen ist es jetzt hier einfach dasselbe Video nochmal vom letzten. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Entschuldigt also bitte dafür. Die zweite Farbe ist ein helleres Blau. Dazu benutze ich ein Primärblau, ein Titanweiß und ein Pastelllila. Und ich trage jetzt hier als erstes das helle Blau auf, damit ich so einen leichten Himmelston nochmal habe. Der gibt einen schönen Kontrast zu dem bräunlichen Ocker, was ich da aufgetragen hatte. Und ich verteile mir das erstmal hier auf dieser Glättkelle. Die habe ich übrigens aus dem Baumarkt. Die ist von der Marke Wiesent. Habe ich bei Amazon nicht gefunden, aber ist ja auch völlig egal. Ihr könnt ja auch eine ganz andere nehmen, von einer anderen Marke. Darauf kommt es ja wirklich nicht an. Und diese Glättkelle mit der Farbe drauf ziehe ich erstmal so leicht über die Leinwand. Ich übe auch nicht allzu viel Druck dabei aus. Zwischendurch mache ich die auch wieder sauber, damit ich gleich mit der nächsten Farbe weitermachen kann. Dazu mische ich mir auch wieder das Acrylmedium mit rein, ein Phthalo-Grün, ich weiß aber nicht, wie man das richtig ausspricht, dann ein gebranntes Umbra, damit der Ton ein bisschen wärmer ist und nochmal ein Cadmiumgelb und dann bekomme ich hoffentlich am Ende ein wunderschönes dunkles Grün.
Mein dunkles Grün trage ich mir jetzt hier auf einen Tapezierspachtel auf. Und auf die Glättkelle kommt jetzt der Sandton, den ich mir vorher zusammengemischt habe. Den trage ich hier auch erstmal gleichmäßig auf und ziehe den dann direkt einmal über die Leinwand. Ich habe jetzt übrigens zwischendurch auch nicht nochmal trocken geföhnt oder so, damit sich die Farben so ein bisschen auch ineinander ziehen. Ich möchte ja auch ein paar Übergangsfarbtöne mit einbringen. Hier mache ich mir noch mal ein bisschen hellblau dazu, für ein paar Stellen, wo ich es doch wieder drin haben möchte. Und nach den ganzen Schichten muss es natürlich auch erstmal trocknen. Ich habe es jetzt einfach über Nacht trocknen lassen. Und am nächsten Tag fange ich an mit diesen Farben, die ich hier alle dafür verwendet habe. Links sind, wie gesagt, in der Infobox. Könnt ihr gerne mal nachschauen, was ich da für Marken und Farben benutzt habe. Und ich mische mir jetzt hier einfach direkt auf diesem Tapezierspachtel ein dunkles Grün zusammen. Da gehe ich nochmal erst mit drüber und akzentuiere die Stellen, die ich dunkel haben möchte. Dann verteile ich mit so einem Malmesser einfach ein bisschen von den Farbtönen, die ich mir da rausgesucht habe. Da habe ich einmal so ein helles Orange, dann so ein Lachsrosa, ein Cadmiumgelb natürlich, das Pastelllila, da sind ganz viele verschiedene Farbtöne wieder mit dabei. Und die Farben ziehe ich jetzt einmal mit diesem Tapezierspachtel wieder komplett über die Leinwand. Es geht übrigens auch sehr gut, wenn ihr so ein flüssiges Weiß benutzt. Ich habe da einfach so ein Acrylic Fluid genommen von Liquitex. Damit kann man sehr gut arbeiten. Das Parisian Blue von Sostrine Grene darf natürlich auch nicht fehlen, genauso wie der Magenta-Ton. Und dann habe ich hier auch nochmal so ein gebrochenes Weiß benutzt, einfach damit ich ein paar mehr helle Abstufungen mit reinbringe.
Ich finde, bei solchen Rakelbildern darf man einfach auch ein bisschen Spaß haben. Man hätte natürlich auch schon vorher das Bild für fertig erklären können oder einfach noch ein oder zwei andere Schichten obendrauf machen können. Aber ich habe mich hierfür entschieden, dass ich das einfach noch ein bisschen mehr bunt und durcheinander haben wollte. Ich glaube, da kann man einfach danach gehen, was man gerade möchte und einfach das so ein bisschen geschehen lassen. Das hat auf jeden Fall total was Meditatives und mir macht es auch einfach Spaß, solche Bilder zu gestalten. Hier habe ich auch noch mal einen Tropfen von diesem hellen Orange genommen. Ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe. Genauso wie dieses Bright Aqua Green von Liquitex. Das ist auch so ein schöner Farbton. Der gibt so ein bisschen ein tropisches Flair. Das Bild soll übrigens eine Art windverwehte Wiese darstellen. Es heißt auch Windblown Meadow. Also so ist das, wie ich das später genannt habe. Und deswegen dürfen auch die ganzen Rosatöne nicht fehlen. Es soll einfach so eine Melange aus vielen verschiedenen Farben sein, die schön ineinander wirken. Mich erinnert diese Art der Malerei übrigens auch immer so ein bisschen an einen Tweedstoff oder so. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber durch diese ganzen verschiedenen Farbtöne, die so ineinander verwoben sind, entsteht irgendwie so ein Eindruck von diesem Stoff. Ich weiß auch nicht. Irgendwie musste ich an diesen Tweed denken. Das ist jetzt das fertige Endergebnis, das Bild nach dem Trocknen. Ich finde, es ist total schön geworden und ich mag vor allem diese Rosatöne da drin total gerne. Das Bild hat auch am Ende noch einen Rahmen bekommen. Es ist nämlich auch schon verkauft. Und ich finde, der unterstreicht auf jeden Fall nochmal dieses ganze Gemälde. Ich finde sowieso Schattenfugenrahmen, die sehen einfach immer klasse aus. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen kreativen Tag und sage ciao und bis zum nächsten Mal.